Wir sind Jessie und Roberto. Nach 2 Jahren Reisen im Van sind wir nun in Mexiko angekommen. Bevor es aufs Festland geht, genießen wir aber erst die Baja California mit Sandstränden, gutem Essen und alten sowie neuen Freunden. Ach ja, und dann gibt es noch eine grundlegende Änderung bei uns. Es ist nicht besser, sondern gefühlt irgendwie immer schlimmer. Hallo zu unserem ersten Reisevlog im Jahr 2023 und schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Wir waren ja jetzt, glaube ich, 3 Wochen ohne Video unterwegs. Aber ja, wir sind hier an so einem wunderschönen Strand an der Playa Santisbac, an der Bahia Concepción, und das müssen wir euch einfach zeigen, weil es ist so wunderschön hier. Ja, ich würde sagen, wir laufen mal danach vor und dann seht ihr mehr davon. In diesem Abschnitt der Baja California gibt es ganz viele von diesen schönen Stränden. Das Wasser ist so richtig türkisfarben und es ist fast wie in der Karibik. Aber davon sind wir natürlich ein Stück weit entfernt. Aber es macht auch verständlich, wieso so viele US-Amerikaner und Kanadier hierher kommen, um zu überwintern. Denn ja, das Klima ist mild, es ist wunderschön, aber entsprechend haben wir den Strand auch nicht ganz für uns alleine. Im letzten Video haben ganz viele von euch geschrieben, was für eine schöne Farbe wir bekommen haben mittlerweile. Ja, wir sind mittlerweile, wie lang? Schon 3, 4 Wochen hier auf der Baja. Ich glaube fast einen Monat, ja. Es war immer ein bisschen windig und frisch am Abend, aber sonst eigentlich ganz komisch, dass wir, also vor allem ich, nicht rot geworden bin. Denn normalerweise kommt bei mir zuerst rot, dunkelrot und dann meistens wieder weiß, weil die Ferien vorbei sind. Aber hier, keine Ahnung, die mexikanische Sonne tut mir richtig gut. Und hier sieht man den Unterschied, wo ich immer eine Uhr trage, wie das aussieht. Also mir gefällt's. Ich bin eigentlich erstaunt, dass ich mich nicht schon verbrannt habe. Sind wir schon am anderen Ende der Bucht angekommen und ja, es ist ganz schön windig. Ich glaube, wir gehen auch langsam zurück. Aber ich wollte kurz zeigen, hier hinten ist unsere kleine Idylle. Wir haben ein kleines Plätzchen am Strand gefunden, wo eben nicht alle Camper so aufeinander sitzen. Ja, ist eigentlich ganz ruhig da hinten. Aber ja, wir gehen jetzt, glaube ich, langsam zurück, denn da wartet auch noch jemand auf uns, den wir euch vorstellen möchten. Man merkt, auch hier ist es ganz schön windig. Das ganze Camp ist leer. Ja, wo sind die alle? Hola, guapita. Aber wenigstens eine wartet auf uns. Hallo. Also, sie war natürlich jetzt nicht alleine, die haben schon geguckt, aber auf jeden Fall, das hier ist Camila. Hola, Cami. Na? Ja. Wir haben Camila mittlerweile seit 2 Wochen bei uns. Sie ist ein 10-monatiger Baja-Mix, also einfach alles kreuz und quer, was es hier eben in den Wüsten und Straßen von Baja zu finden gibt. Ja, erst war sie 4 Monate in der Wüste und dann wurde sie von dem Shelter, von dem Tierheim aufgelesen, aufgepäppelt, weil sie war schon ganz schön mager. Und ja, da haben wir sie dann gefunden. Und sie ist jetzt
Also sie ist vorübergehend bei uns. Hier ist es recht beliebt, dass man so ein Fostering macht, dass man einen Hund zu sich holt für gewisse Zeit. Da kann sich der Hund dann dran gewöhnen, wie es ist mit Menschen, und dann findet er vielleicht irgendwann eine Adoptivfamilie. Es kann sein, dass wir sie auch behalten, aber ja, sie ist schon wirklich süß. Ja. Aber ja, wir sind jetzt einfach mal, jetzt ist gerade noch Probephase und wir gucken, wie es so läuft, denn ja, gerade Autofahren ist noch ganz schön schwierig mit ihr. Aber auf der anderen Seite, andere Sachen lässt sie total gerne mit sich machen. Sie ist abenteuerlustig, manchmal ein bisschen frech, aber ja, wirklich zuckersüß. Und ja, mal sehen. Guten Morgen. Morgen. Ja, die Runde mit der Kleinen ist schon gemacht. Das heißt, wir können jetzt in den Tag starten. Und ja, es ist ja noch Januar. Das Jahr fängt erst noch an. Und damit kommen auch ein paar Neujahrsvorsätze. Einen davon haben wir euch im Q&A letzte Woche schon erzählt. Wir wollen ja wieder langsamer reisen. Aber eigentlich heißt das für uns auch, dass wir wieder mehr auf unseren Körper und unseren Geist hören wollen. Und auch wirklich das tun, was uns gut tut. Und ja, dazu gehört natürlich auch meine Morgenroutine mit AG1 von Athletic Greens. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das aus 75 verschiedenen Inhaltsstoffen besteht. Das heißt aus Vitaminen, Mineralien, Botanicals und viele mehr. Und vieles davon wird auch aus echten Lebensmitteln gewonnen. Es unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und damit hilft es mir, vital und fit durch unser doch ziemlich abwechslungsreiches Leben zu gehen. Ich mische mir mein AG1 am liebsten morgens an und das entweder pur oder mit Fruchtsäften, also zum Beispiel in einem Wassermelonensmoothie oder mit anderen Früchten. Das geht ja gerade hier in Mexiko sehr gut. Und es ist auch ganz einfach. Ich nehme einen Löffel des grünen Pulvers, tue Wasser dazu, mische das gut durch und ja, fertig ist es. Und ja, wir haben die Berichterstattung letztes Jahr mitbekommen. Wir packen euch dazu einige weitere Infos unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr selbst entscheiden, ob das was für euch ist. Und vielleicht hilft euch dabei auch die Geld-Zurück-Garantie, die AG immer mitgibt. Die wurde jetzt gerade auch noch auf 90 Tage verlängert, denn damit aus Motivation und Handlung auch eine Gewohnheit wird, braucht es mindestens 66 Tage. Also hat man mit 90 Tagen definitiv genug Zeit. Beim Abschluss eines neuen Abos über unseren Link erhält ihr außerdem kostenlos auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2-Tropfen, 5 praktische Travel Packs, die edle Vorratsdose und diesen Shaker hier. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Ich trinke das hier jetzt fertig und dann geht's an eine hoffentlich baldige weitere Routine, denn ich möchte gerne öfter Yoga machen am Morgen. Lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options. Every detail. Vielleicht eine neue Routine, die wir mal anfangen. Aber Hat gut getan? ja, hat gut getan, aber die Entspannungsübung am Ende mit Welpe war ein bisschen schwierig. Sentula hier hat lieber mit meinen Haaren gespielt. Aber es hat gut getan. Frühstück jetzt? Ja, endlich. Wir haben beschlossen, dass wir heute weiterfahren. Ja, so schön es hier auch ist, es zieht uns langsam weiter. Wir fahren weiter in Richtung Süden nach Loreto. Das ist die nächstgrößere Stadt in der Richtung. Aber mir ist noch eingefallen, wir haben euch noch gar nicht gesagt, mit wem wir hier stehen. Einmal hier voll die Story, die kennt ihr ja schon aus Utah. Das sind Tommy und Hannah mit einem kleinen Wirbelwind, so in Tula. Die sind gerade nicht da. Dann haben wir hier, sind Svenny und Basti von Neuland Stories. Die kennen wir aus Polen, die habt ihr auch schon bei uns gesehen. Unsere Wenigkeit. Und hier in diesem coolen Truck reisen Akela World, das heißt Leander mit Maria und Lennox.
Das Camp hat sich nun aufgelöst. Akela World ist bereits schon vorgefahren. Sveni und Basti, die bleiben noch kurz hier, denn die haben noch ein paar Besorgungen zu machen. Wir und For the Story, ja, wir fahren jetzt mal weiter. Und ja, die Kleine ist hier hinten. Ja, es ist uns bewusst, die sollte nicht hier hinten sein, aber wir müssen sie irgendwie daran gewöhnen, ans Fahrzeug. Und ja, wir hoffen, dass sie nicht wieder erbricht, denn eigentlich bis jetzt hat sie sich bei jeder Fahrt erbrochen. Also drückt uns die Daumen, dass es diesmal nicht so wird. So, bezahlt haben wir jetzt auch. Hola Cami, jo! 200 pro Nacht haben wir jetzt bezahlt. Das sind ungefähr keine 10 Euro. Ja. Ich bin ja lange weg, ne? Ja, komm Cami, Platz. Okay, Ja, dann können wir los, oder? weiter geht's. Jetzt macht sie es eigentlich ganz gut. Das Problem sind nur immer Serpentinen oder ja, die Schotterpisten, die hier ab und zu sind. Wenn es dann zu sehr ruckelt, dann mag sie es auch nicht so. Aber man sieht sie eigentlich mittlerweile recht gut an. Also wenn sie sich aufrichtet oder hinsetzt, dann merkt man so, okay, wir sollten mal anhalten. Bis jetzt liegt sie entspannt. Bis jetzt. Bis jetzt, mal sehen, weil da kommen noch ein paar Kurven unterwegs. Sieht, wie aufgewühlt das Meer ist. Ja. Ja, war leider die letzten Tage auch so, sehr windig. Und es wird noch schlechter, also noch windiger. Ja. Naja, guter Zeitpunkt, um in den Süden zu fahren. Was meinst du? Oh ja. Und in die Wärme. Ja. Auf der Bache gibt es hier immer wieder Militär-Checkpoints, wo man gefragt wird, woher man kommt, wohin man fährt und ja. Jetzt stehen wir gerade wieder an einem und es ist meistens so, in eine Richtung werden die Autos einfach durchgelassen und in die andere Richtung werden sie eben angehalten, gefragt, geprüft. Sieht so aus, als wären wir jetzt in der Richtung, wo man überprüft wird. Ein paar Autos stehen vor uns. Ja, mal sehen. Meistens ist es eigentlich recht entspannt. Die sind immer recht freundlich und es klappt eigentlich immer ganz gut alles. Hola, buenas tardes. ¿Hacia dónde se dirige? ¿No? Loreto. Pardon? ¿Perro? A Loreto. Ajá, Loreto. Sí, sí. Ok. ¿Van juntos? No. No con ellos. Con ellos atrás. Con los Sí. de acá. Sí. Ah, ok. Sí. Adelante. Gracias. Adiós. Buen día. Igualmente. Ja, entspannt wie immer. Und ich würde behaupten, die Straßen, die meistens doch ziemlich schlecht sind an diesen Military Checkpoints, sind, glaube ich, Absicht, damit man langsam durchfährt. Oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Weil sonst überall sind die Straßen, naja, in besserem Zustand, sagen wir es so. So, jetzt hoffe ich nur, dass die anderen
Ja, die sind auch durch. Okay, dann können wir weiter. Ja, leider hat sich jetzt die Kleine übergeben. Ja. Mal schauen. Hey Gami. Hey Wasser. Hübsche. Schon wieder auf die Jacke. Naja, wir legen jetzt mal die Kamera auf die Seite, dann können wir das Ganze aufräumen. Hey Gami. Und dann können wir hoffentlich weiterfahren. Das sind genau die Lackerli, die jetzt nicht was geholt. Knie da drinnen. Ja, die tun wir nicht. Oder kann man die noch? Wechseln vielleicht schon gerne. Haben wir noch Papier? Keins mehr? Alles erledigt für heute. Na komm. Nein, nein, nein. Jetzt nicht die Kotze. Hopp. Na los. Agassa. Hey! Na hopp! Fein. Hey! Ja, fein machst du das. Na los, hopp! Fein. Muy bien. Schau mal, kriegst du ein Leckerli. Magst du gerade nicht, gell? Ach. Und? Naja, die übliche Prozedur. Alles waschen, was Kotze dran hat. Hoffen, dass sie wieder rein will, weil, ja. Und dann weiterfahren. Also, ist ja gerade mega lieb. Auch Maria hat jetzt sie genommen und ist mit ihr eine Runde gelaufen. Das hat ihr sicher auch gut getan. Und, ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich glaube, halbe Stunde haben wir noch vor uns. Naja, sie scheint sich weniger draus zu machen als wir, habe ich manchmal das Gefühl. Aber trotzdem, ich glaube, schön ist es nicht. Weiter. No. Da hinten. Gami. Hinten. Zurück. Sie kriegt natürlich gleich mit, wenn ich Kuchen dabei habe. Hanna hat gebacken und hat mir gleich 2 Stück mitgegeben. Gami, no. Da ist vor allem auch noch Schokolade drin. Auf keinen Fall. Geh zurück. Fein. So, dann geht's mal weiter. Okay. Wir haben es endlich auch noch geschafft. Ja, war ein ziemlich langer Tag. Die Kleine hat sich leider ein zweites Mal übergeben müssen. Ja. Das hatten wir eigentlich auch noch nie. Also bis jetzt hat sie sich vielleicht einmal übergeben, dann nach einer Pause ging es wieder. Und diesmal gleich zweimal, obwohl wir dieselbe Strecke schon mal so gefahren sind. Und irgendwie wird es nicht besser, sondern gefühlt irgendwie immer schlimmer. Und Ja, wir sind hier auf dem Campingplatz. Die anderen sind noch ein Stückchen weiter gefahren. Wir werden sie wahrscheinlich morgen oder übermorgen noch was treffen. Für uns war es ein ziemlich stressiger Tag auch. Ja. Wir haben darum auch gesagt, dass wir uns für heute ausklinken, einfach weil wir gemerkt haben, wir brauchen mal einen Abend für uns, für die Kleine, aber auch für uns. Ja. Weil es doch irgendwie, ja, es ist schon fordernd, so einen Hund auch aufzunehmen oder auch wenn nur vorübergehen. Ich meine, es ist sehr viel Neues für sie und für uns und ja. Jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz. Hier gibt es warme Duschen, das tut sicher gut. Wir kochen noch was und dann sehen wir, glaube ich, morgen weiter. Genau. Wollen vielleicht morgen noch Loreto anschauen und ja. Eins nach dem anderen. Genau. Gute Nacht. Hallo zu einem neuen Tag mit uns. Ja, hier auf dem Campingplatz haben wir übernachtet. Ich hoffe, man hört mich, denn es ist so windig wieder heute. Ja, wir sind dafür frisch geduscht, mit neuer Motivation, neuer Energie. Und ja, Geduscht! das habe ich schon gesagt. Oh, das ist sehr wichtig, das darf Ja. man zweimal sagen. Und ja, jetzt laufen wir ins Städtchen rein und ja, lassen uns mal überraschen, was es hier alles zu entdecken gibt.
Auch wenn wir ein bisschen abgelenkt sind, wollen wir euch trotzdem ein paar Facts mitgeben. Und zwar ist Loreto tatsächlich eine interessante Stadt geschichtlich. Es war nämlich die erste Hauptstadt von Kalifornien, als die Spanier kamen. Hier war die erste Mission und es war die Hauptstadt, bis dann Monterrey, viel weiter im Norden, zur Hauptstadt wurde. Hier diese Provinz, die Region Baja California Sur, hat jetzt La Paz als Hauptstadt. Ja, aber der Geist oder so diese spanischen Kolonialbauten und die Atmosphäre ist hier immer noch sehr ähnlich wie damals. Die Stadt ist seitdem auch nicht ganz so viel gewachsen. Es sind etwa 12.000 Einwohner, die hier leben. Und ja, also man merkt schon ein bisschen den europäischen Einfluss, aber vor allem ist hier schön, dass es hier auch mal wieder so ein bisschen so eine Fußgängerzone gibt, man hier spazieren gehen kann. Ja, entsprechend ist ein bisschen touristisch auch, aber es ist ganz nett eigentlich. Ja, also bis rein haben wir es nicht geschafft. Ich glaube, da drin ist ein richtig schöner Hof. Du hast es ja gesehen, oder? Ja. Ja. Aber so weit waren wir noch nie in einem Gebäude oder Durchgang drin. Also von dem her, man merkt, sie will schon. Sie kennt es halt nur noch nicht. Sie hat einfach Angst. Sie hat Angst, ja, ganz klar. Ich glaube, sie kennt Gebäude halt nur vom Tierarzt. Und ansonsten im Shelter war sie ja immer eigentlich an freier Luft. Ja, aber sie macht sich gut, sie probiert's. Gekauft? Ja, diese kleine Geldtasche, weil wir wollen was so einfach so in die Hand, so für die Ausweise und so. Ich habe es von 200 auf 150 Pesos runtergehandelt und wahrscheinlich ist das noch zu viel, aber ich finde es ganz nett. Ja. Guck mal, auch was von hier. Yummy. Bevor wir Loreto verlassen, müssen wir noch eine Sache machen. Sveni und Basti von den Neuland Stories haben uns erzählt, dass es hier eine richtig gute Tortilleria geben soll. Da werden am Laufmeter frische Tortillas gebacken. Ja, das wollen wir uns auch mal kurz ansehen und mal schauen. Vielleicht nehmen wir gleich ein paar noch mit. Also ich würde sagen, das sieht schon mal richtig gut aus. Mal schauen. Kami, vamos. Komm. Ich glaube, wir kaufen hier gleich ein paar Kilo. Jetzt habe ich auch noch 2 frische Tortillas gleich in die Hand gedrückt bekommen. Sie sind noch richtig warm und die riechen so gut. Ich sag mal, und die schmecken so gut, so richtig frisches Röstaroma. Was nehmen wir, 10 Kilo? Und hier hinten werden sie gemacht. Genial. Ich verstehe, wieso Kami unbedingt rein will. Und danke an Sveni und Basti noch. Ja, danke. No. Danke an euch für den Tipp. Magst du auch probieren? 2 Kilos. Es son 2 Kilos. 100 Kilo es 1 Kilo. Son 2, ¿está bien? 102. 2 Kilo Tortillas para Tacos. Ich glaube, wir haben einige Tage zu essen damit. Wie viel hast du bezahlt? 112 Pesos. Das sind etwa 4, 5 Euro. Für so viele Tortillas. Wow. Also ich bin ganz schön platt. Das schlaucht schon ganz schön, so zu dritt in der Stadt unterwegs zu sein. Also auch die Kleine ist gleich flach gelegen, die ist, glaube ich, schon im Tiefschlaf. Weil, also für sie ist es wohl am anstrengendsten, weil sie alles noch nicht kennt. Also wir waren jetzt das 2. Mal in einer Stadt und für sie ist halt wirklich, das sind so viele neue Eindrücke.
Und entsprechend fordernd ist es auch für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, du bist auch ganz schön kaputt, Ja, oder? Ja. bin auch ganz fertig. Ja, drum, ja, ist gut, dass wir wieder hier im Van sind. Wir können jetzt ein bisschen runterkommen. Das Wetter hat sich eh langsam zugezogen, von dem her passt es eh. Und ja, dann würde ich sagen, war das ein schöner Ausflug nach Loreto und hoffentlich für euch auch ein schöner Vlog. Für uns ist er gefühlt sehr chaotisch. Die letzten Tage war sehr vieles unkoordiniert, sehr improvisiert, alles sehr ad hoc, aber ja, hoffentlich hat es euch trotzdem mit uns gefallen. Wir hoffen, dass wir euch weiterhin auf der Baja mitnehmen können und dass ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Hasta luego. Tschüss. Tschüss.